Gut, also dann nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Heute soll es um Datenanonymisierung gehen, um Theorie und Praxis und auch einen besonderen Fokus auf das Werkzeug ARX, was ich mit meiner Arbeitsgruppe früher in München und heute in Berlin entwickle. Dazu habe ich vier, sagen wir mal, Bereiche vorgesehen oder vier Themenschwerpunkte. Zum einen erstmal ganz grundlegender Hintergrund zum Bereich Datenanonymisierung, insbesondere in Deutschland oder auch im Kontext der Europäischen Union beziehungsweise der Datenschutzgrundverordnung. Ich werde dann in dem nächsten Schritt ein bisschen eingehen auf Herausforderungen, die es gibt bei der Anonymisierung von Daten und dann das Anonymisierungswerkzeug ARX, was wir eben mittlerweile hier in Berlin entwickeln, relativ detailliert auch vorstellen, auch kurz versuchen, hier eine Live-Demonstration zu machen und anschließend eben ein bisschen auf den Impact eingehen, den die Software gehabt hat im Bereich Datenanonymisierung und auch ein realweltliches Anwendungsbeispiel vorstellen. Also erstmal zum Hintergrund. Na, warum wollen wir Datenanonymisierung machen? Dafür gibt es natürlich eine Reihe, gerade auch in der Medizin und der Medizininformatik, eine Reihe von Gründen, die das motivieren können. Das ganze Thema Big Data oder Data Sharing, das sicherlich eng verbunden ist mit dem Konzept der Präzisionsmedizin, wo wir immer detaillierter auscharakterisierte Subkohorten haben. Da brauchen wir sehr hohe Fallzahlen, um Fragestellungen eben mit so datengetriebenen Verfahren beantworten zu können. Auch immer stärker wie sagt man, einen Trend eigentlich in Richtung der Generierung von Real-World-Evidence, also die quasi Generierung von Evidenz durch die Sekundärnutzung, insbesondere auch von klinischen Routinedaten und eben klar auch, um diese großen Datenmengen zu erreichen, eben sehr viel kollaborative Forschung, wo eben verschiedenste Institutionen zusammenarbeiten und gemeinsam Daten teilen und nutzen. Und da hat man natürlich eine Reihe von Datenschutzanforderungen, die zu erfüllen sind, die sich insbesondere eben aus einer Vielzahl von Gesetzen ergeben. Das kennen alle die Europäische Datenschutzgrundverordnung, aber auch das deutsche Bundesdatenschutzgesetz, was darauf aufbaut, dann aber auch teilweise Ländergesetzgebung in Deutschland. Und wünschenswert ist natürlich im Regelfall immer eine informierte Einwilligung von Patientinnen und Patienten für Nutzung von Daten in der Forschung, aber das ist eben nicht immer möglich und beispielsweise wäre die Datenanonymisierung dann eine Möglichkeit, die unter Umständen dennoch eine Datennutzung ermöglichen könnte. Es gibt aber auch andere Anwendungsfelder im Bereich Datenschutz, da komme ich gleich noch drauf, wie eben grundsätzlich zum Beispiel Prinzipien der Datenminimierung, die sich auch mit Anonymisierungsverfahren umsetzen lassen. Ein anderer wichtiger Treiber ist das ganze Bewegung in Richtung Open Science. Ne? Also Reproduzierbarkeitskrise ist bekannt, dass es auch oft schwer ist, Forschungsdaten erneut zu nutzen, die aber eigentlich vielleicht mit öffentlichen Geldern im Rahmen von Forschungsprojekten generiert worden sind, oftmals eine fehlende Transparenz. Und so ist es zunehmend so, dass Geldgeber oder eben auch beispielsweise die European Medicines Agency für Zulassungsstudien eben auch erwarten, dass die Daten, die in Forschungsprojekten genutzt worden sind, offengelegt werden, um eben dort entgegenzuwirken, diese Daten A stärker nutzen zu können und B eben vielleicht auch bessere Forschung machen zu können. Auch hier ergeben sich Datenschutzherausforderungen, bei denen die Datenanonymisierung eben eine Maßnahme sein kann, um diesen zu begegnen. Werfen wir mal einen Blick ein bisschen in die Gesetzgebung. Hier in dem Fall am Beispiel der DSGVO. Das ist so eine Folie, die bringe ich oft gerne am Anfang, weil es auch so ein bisschen so eine babylonische Begriffsverwirrung gibt rund um das Thema Datenanonymisierung. Zum Beispiel Begriffe wie De-Identifizierung, die häufig mal genutzt werden, sind Begriffe, die es in unserem Rechtskontext, der sehr stark durch die Datenschutzgrundverordnung geprägt ist, nicht gibt. Terminologie, die die Datenschutzgrundverordnung verwendet, sind insbesondere personenbezogene Daten, identifizierte oder identifizierbare Personen, anonyme Daten und Pseudonymisierung. Interessant ist eben auch, dass die DSGVO von anonymen Daten spricht und nicht beispielsweise von anonymisierten Daten oder von Anonymisierung. Auch das kann häufig wichtig sein.
Das impliziert nämlich, dass es sich bei Anonymität quasi wirklich also das habe ich auch noch eine Folie gleich dazu, quasi das Gegenteil von personenbezogenen Daten handelt. Das ist also ein Zustand von Daten, und anonymisierte Daten werden zum Beispiel oft auch im technischen Kontext verstanden, sprich Daten, auf die eine Anonymisierungsmethode angewandt wurde. Aber wie wir jetzt dann auch gleich lernen werden auf den nächsten Folien, das Anwenden einer Anonymisierungsmethode impliziert nicht unbedingt, dass man auch anonyme Daten im rechtlichen Sinn hat. Das heißt, hier vielleicht so ein bisschen als Takeaway-Message, dass es auch wichtig ist, wenn man über Datenanonymisierung und verwandte Themen wie auch die Pseudonymisierung spricht, dass man ein bisschen darauf achtet, was für eine Terminologie man verwendet. Es gibt eben, das hatte ich vorhin schon erwähnt, Prinzipien auch in der DSGVO, für die Anonymisierung wichtig sein kann, abgesehen von natürlich der grundsätzlichen Idee, dass man eventuell anonyme Daten generieren kann, also nicht personenbezogene Daten, eben insbesondere auch die Datenminimierung, also dass man so wenig Daten verarbeitet, wie man für einen Zweck unbedingt braucht. Sowas lässt sich mit Anonymisierungsverfahren erreichen, auch wenn die Daten nicht unbedingt anonym sind, und auch, dass man eben beispielsweise nur die Daten speichert, die auch wirklich benötigt werden. Das sind alles Anwendungsfelder für Anonymisierungstechnologien im Kontext der Datenschutzgrundverordnung. Vielleicht noch ein bisschen Hintergrund zum Begriff der anonymen Daten im Kontext eben der Datenschutzgrundverordnung, wie ich gerade schon erwähnt hatte. Aus der juristischen Sicht hat man eigentlich so eine Dichotomie zwischen personenbezogenen Daten auf der einen Seite und anonymen Daten auf der anderen Seite. Und man kann von personenbezogenen Daten zu anonymen Daten kommen, aber es soll eben eigentlich keinen Weg zurück geben. Und was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Es gibt Erwägungsgrund 26 in der DSGVO, der das ein bisschen versucht zu beleuchten. Ich hoffe, ich kann das jetzt ad hoc übersetzen. Ne? Also Datenschutz bezieht sich auf alle Informationen oder ist anzuwenden für alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet denn, dass eine Person identifizierbar ist? Und in diesem Fall soll man eben berücksichtigen alle Möglichkeiten, die wahrscheinlich genutzt werden, um eine Person direkt oder indirekt zu identifizieren. Und das ist schon ganz interessant, weil reasonably likely natürlich impliziert, dass man sich eigentlich Gedanken darüber machen kann, wer ist denn der Empfänger der Daten. Das geht so ein bisschen, mag vielleicht manchen von Ihnen ein Begriff sein, in Richtung von der Frage relative versus absolute Anonymität, dass es eben möglich ist, wenn man die Rahmenbedingungen mit berücksichtigt, wer zum Beispiel Zugriff auf Daten hat, eben durchaus sich Gedanken darüber zu machen, was hätte derjenige denn für eine Motivation, was könnte der denn vielleicht wissen, mit dem er Daten reidentifizieren könnte. Na, so legt es zumindest Erwägungsgrund 26 dar. Es ist aber sicherlich so, dass in der Interpretation der Datenschutzgrundverordnung heute noch sehr viel auch Rechtsunsicherheit besteht. Unterschiedliche Anwälte kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber aus dem, wie wir jetzt dann sehen werden, Bereich der Datenanonymisierungstechnologie kommend, ist das erstmal eine sehr begrüßenswerte Formulierung. Als nächstes kann man sich die Frage stellen, was bedeutet denn reasonably likely, ne, also sinnvoller Erwartens, was ist denn erwarten, was muss man denn erwarten? Und bei der Frage soll man eben objektive Faktoren berücksichtigen, wie beispielsweise die Kosten, die anfallen würden für eine Identifizierung, oder eben auch die Anzahl oder die Menge an Zeit, die man dafür brauchen würde. Und was sicherlich noch sehr interessant ist im Kontext der DSGVO, dass sie immer wieder eine Adaption von Prozessen voraussetzt, denn das soll man tun zum jetzt geltenden Zeitpunkt, aber auch unter Berücksichtigung möglicher zukünftiger Entwicklungen von Technologie. War das so ein bisschen zum Hintergrund, was sind denn anonyme Daten im Kontext der Datenschutzgrundverordnung, also der rechtlichen Perspektive? Wenn wir das jetzt gegenüberstellen mit der technischen Perspektive, dann hier ein sehr einfaches Beispiel für die Anonymisierung von strukturierten Daten. Wir haben also in irgendeiner Form in einem Datenanonymisierungsvorgang personenbezogene Eingabedaten, und die werden in irgendeiner Form verarbeitet, und dann produzieren wir anonymisierte Ausgabedaten, die eventuell auch im rechtlichen Sinne anonyme Daten sind. Das hängt dann vom jeweiligen Kontext ab, da komme ich gleich noch dazu. Und wie könnte eben sowas aussehen? Im Regelfall bedeutet das, dass Daten verändert werden. Ja, es gibt auch
Es ist jetzt auch ein bisschen schwierig, eine Grenze zu ziehen zwischen Anonymisierungsverfahren, wo Sie wirklich einfach eine Eingabetabelle, beispielsweise eine Ausgabetabelle produzieren. Es gibt jetzt natürlich auch Verfahren, die auf Anfrageschnittstellen agieren, dass sie dynamisch beispielsweise Ergebnismengen verändern. Das ist im Prinzip sehr ähnlich. Ich werde mich jetzt aber hier erstmal, weil das auch der Fokus der Software Arx ist, beziehen auf die, also quasi auf die Produktion irgendwie ähnlicher Ausgabedaten zu einem Eingabedatensatz. Und dabei kann man eben verschiedene Transformationen machen, von denen sind ein paar hier beispielsweise dargestellt. Eine gängige Methode ist beispielsweise die Stichprobenziehung. Hier wurden eben 6 der Einträge aus dem Eingabedatensatz zufällig in die Ergebnismenge übernommen. Und dazu ist eine Aggregation passiert, hier durch Bildung eines Mittelwertes über Gruppen von Einträgen im Bereich des Alters, eine Unterdrückung oder Löschung von Daten hier für manche Einträge im Attribut oder Feld Geschlecht. Bei der Postleitzahl ist eine Maskierung passiert, im Endeffekt eine Vergröberung, kann man sagen, leicht approximiert, des dadurch beschriebenen geografischen Raumes durch das Entfernen von 3 Ziffern der Postleitzahl. Das Gewicht ist kategorisiert worden, noch von konkreten Gewichtsangaben eben in Gewichtsgruppen hier in gewisse Intervalle. Und wir haben hier auch noch eine ICD-kodierte Diagnose, die unter Nutzung des dahinterliegenden Baumstruktur ist entsprechend vergröbert worden ist. Und man sieht hier, dass die Lokalisation der entsprechenden Erkrankung fehlt. Genau. Und was bedeutet das jetzt? Was sieht man sofort? Man mag zwar jetzt vielleicht einen geschützten Datensatz haben, also dieser Datensatz hier in diesem Beispiel erfüllt einige gängige Kriterien quasi für die Anonymität von Daten. Er ist unter anderem K-anonym mit KS3. Er erfüllt aber auch ein sehr modernes Modell, nämlich das Modell Differential Privacy mit gewissen Parametern. Gleichzeitig sieht man natürlich auch, dass man massiv Informationen an der Stelle verloren hat, dass es zu statistischen Verzerrungen kommen wird, wenn man diesen Datensatz auswertet. Und das bringt dann eigentlich zum Kernproblem, was man bei der technischen Sicht auf die Anonymisierung hat, nämlich dass es dabei grundsätzlich darum geht, die Nützlichkeit von Daten, die Qualität von Daten in irgendeiner Form gegen das Reidentifikationsrisiko oder die Wahrscheinlichkeit einer Identifikation oder den Grad des Personenbezuges in irgendeiner Form abzuwägen. Es ist eben nicht dichotom wie in der Gesetzgebung, entweder personenbezogen oder anonym, sondern es ist ein Spektrum. Und in diesem Spektrum bewegt man sich. Man kann das ganz einfach abstrakt anzeichnen hier. Wir haben quasi einmal hier den Schutz auf der Y-Achse, wo wir hier oben vollständigen Schutz haben, also überhaupt gar kein Risiko. Und hier unten haben wir überhaupt, ich weiß gar nicht, ich hoffe, man sieht meine Maus. Sieht man meine Maus? Yep, we can see the mouse. Okay, perfekt. Hier hat man eben also kein Risiko, vollständigen Schutz. Hier hat man überhaupt keinen Schutz, maximales Risiko. Und auf der X-Achse kann man die Nützlichkeit der Daten anzeichnen, die Qualität. Und man hätte hier drüben im Endeffekt die maximale Nützlichkeit. Also alle Daten einfach in der Form beispielsweise, in der man sie also wenn wir jetzt den Punkt auf der X- und Y-Achse betrachten, hätte man hier alle Daten in unveränderter Form, maximaler Nutzen natürlich der Daten, aber eben auch das größtmögliche Risiko für einen Datensatz. Und hier oben hätten wir einen Extrempunkt, wo wir gar keine Daten hätten, aber auch überhaupt gar kein Risiko. Und mit der Anonymisierung bewegt man sich eben hier irgendwo in diesem Kontinuum. Idealerweise würde man gerne hier oben landen, ein Punkt, wo man alle Daten hat, am besten in unveränderter Form, aber kein Risiko. Diese Lösung gibt es aber nicht, sondern man muss hier eben Abwägungen treffen und idealerweise hat man so eine Kurve wie diese hier, wo man einen relativ hohen Grad an Schutz erreichen kann mit nur sehr wenig Reduktion der Nützlichkeit von Daten. Und wie man sich auf dieser Kurve bewegt, ist durch unter anderem, aber es gibt weitere gerade vorgestellten auch Transformationsmethoden. Und man hat natürlich in weiterführenden Modellen jetzt noch die Möglichkeit, wenn man die relative Anonymität beispielsweise, den relativen Anonymitätsbegriff zugrunde legt, weitere technische und organisatorische Maßnahmen zu berücksichtigen, was diese Kurve dann, wenn man so möchte, nach rechts verschiebt. Wenn man weitere Schutzmaßnahmen hat, braucht man eventuell weniger Veränderung der Daten, um unterm Strich in einem kombinierten Modell beim gleichen Schutzniveau zu landen.
Und das ist zwar jetzt schön und gut, das ist eine abstrakte Darstellung, die das irgendwie erklärt, aber wenn man das jetzt in der Praxis anwenden möchte, ergeben sich natürlich eine Reihe von weiteren Folgefragen, nämlich was bedeutet denn überhaupt Schutz? Was sind denn überhaupt personenbezogene Daten? Was ist Identifikation oder Reidentifikation? Wie kann ich das denn messen? Kann ich das in irgendeiner Form quantifizieren? Was ist denn ein akzeptabler Grenzwert? Jetzt, wo wir wissen, dass es ein Kontinuum ist es natürlich so, dass es, wenn man es versucht, mit der juristischen Sicht in Einklang zu bringen, ja irgendwo einen Punkt geben muss, ab dem Daten jetzt als anonym gelten. Das sind alles sehr, sehr schwierige Fragen. Genauso auf der X-Achse, wenn man die Nützlichkeit von Daten betrachtet, ist auch die Frage, kann man das irgendwie quantifizieren? Da muss man im Regelfall Annahmen machen über die geplante Nutzung von Daten oder Anforderungen, die man hat an Daten auf der Seite der Datennutzung. Und das zeigt dann auch sehr schnell, dass Datenanonymisierung im Wesentlichen ein hochgradig kontextspezifisches Problem ist. Wir werden das später auch bei der Software sehen, dass man dort eben nicht einfach nur Daten dass es keine Software ist, in die man Daten reinschiebt und dann passiert ein magischer Prozess und dann kommen anonyme oder anonymisierte Daten raus, sondern man muss diesen Prozess konfigurieren. Man muss selber spezifizieren, wie man Risiko messen möchte, was sinnvolle Grenzwerte sind und wie man auch den Nutzen beispielsweise entsprechend quantifizieren kann. Und im kontextspezifischen Modell hängt es dann auch noch ab von natürlich dem Empfänger der Daten. Ja, wir hatten das Thema relativer Personenbezug oder auch die Nutzung hatte ich gerade schon erwähnt und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, Arten von Daten. Ne? Auf der Folie sind ein paar Beispiele abgebildet für Bilddaten. Wenn man zum Beispiel MRT-Scans des Kopfes hat, dann kann man Defacing-Methoden anwenden. Bei Texten kann man einzelne Tokens aus Texten entfernen. Es gibt spezifische Verfahren für Biosignaldaten. Auch für manche Arten von genomischen Daten gibt es Anonymisierungsverfahren. Dann gibt es Verfahren für, sage ich mal, klassische strukturierte Daten, wie man sie beispielsweise aus relationalen Datenbanksystemen kennt, Abrechnungsdaten beispielsweise. Hier ist ein Ausschnitt aus der Spezifikation des Paragraph 21 Datensatzes abgebildet. Und es gibt auch Verfahren für, wenn man so möchte, Ergebnismengen von Auswertungen. Auch das wird auch von der DSGVO berührt. Natürlich stellt sich die Frage nach der Anonymität der Datensubjekte auch bei Analyseergebnissen. In dem Fall hier als Beispiel eine statistische Tabelle angegeben. Auch dafür gibt es Anonymisierungsverfahren. Wenn man sich jetzt auf die Ausgabe von Auswertungen bezieht, dann ist es natürlich häufig so, dass es auch eine Möglichkeit ist, durch die Anwendung von Anonymisierungsverfahren auf Eingabedaten hat man natürlich quasi transitiv einen Schutz auch entsprechend der Ausgabedaten. Manchmal macht es aber mehr Sinn für eine bessere Datenqualität am Ende eben ganz spezifisch auch Anonymisierungsverfahren für Ausgabedaten anzuwenden oder auch, da komme ich später noch kurz dazu, Differential Privacy als ein modernes Modell ist eben genau auch ein Modell, was sich nicht auf Daten bezieht, sondern was sich auf einen Verarbeitungsprozess bezieht. Diese Kontextspezifität, das ist ja auch als kurze Einführung gedacht hier, überträgt sich im Wesentlichen dann eigentlich auch auf Werkzeuge, unter anderem eben auch auf Werkzeuge für strukturierte Daten, wie ich heute eines vorstellen werde. Was man dort im Wesentlichen hat, sind mehr oder weniger semi-automatische Prozesse, die angeboten werden von solchen Softwarewerkzeugen, um eben genau diese Abwägung zwischen Risiko und Nützlichkeit durchführen zu können. Meist ist es so, dass diese Softwarelösungen sowie auch ARCs sehr, sehr viele verschiedene Modelle unterstützen. Die können mathematisch geprägt sein. Es gibt aber auch aus dem Bereich der Statistik viele Modelle zur Quantifikation von Risiken. Dort hat es auch eine lange Tradition im Bereich der offiziellen Statistik, also amtlichen Statistik, wenn man beispielsweise da Ergebnisdaten von Zensuserhebungen veröffentlichen möchte oder musste, dann musste man eben auch entsprechend die Anonymität der Bürgerinnen und Bürger, soweit es geht, schützen. Also gibt es auch dort eben viele Methoden, die in Anonymisierungswerkzeuge integriert werden können. Und die Konsequenz davon ist von dieser breiten Methodenunterstützung, das, was ich gerade schon erwähnt habe, diese Werkzeuge sind keine Blackbox, sondern sie sind eigentlich unabhängig von rechtlichen Anforderungen oder dann auch der notwendigen Interpretation der rechtlichen Anforderungen. Es ist also durchaus möglich, dass man beispielsweise mit derselben Software für verschiedene Rechtskontexte, verschiedene rechtliche Anforderungen in der Lage ist, Daten zu anonymisieren.
später auch nochmal drauf eingehen werde, ist der Fakt, dass es sehr viele, zumindest quelloffene Datenanonymisierungslösungen, also Open-Source-Tools nicht gibt. Es gibt mittlerweile, getrieben durch die DSGVO, vor allem auch eine Reihe von kommerziellen Anbietern, eben aus dem wissenschaftlichen Umfeld oder Open-Source-Feld kommen eigentlich im Wesentlichen zwei Werkzeuge. Das eine ist ARCS, was ich heute noch genauer vorstellen werde. Und das andere, da möchte ich auch gerne noch darauf hinweisen, ist insbesondere SDC Micro mit ein paar verwandten Paketen. Es handelt sich dabei eben um Softwarepakete für die R-Statistik-Programmierumgebung, mit denen man ähnliche Methoden auch anwenden kann wie mit ARCS, aber der Prozess ist deutlich weniger automatisiert und es ist auch insgesamt ein deutlich geringerer Umfang an Funktionalitäten unterstützt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch definitiv eine ausgereifte Lösung, die es sich lohnt, mal anzuschauen, wenn man im Bereich Datenanonymisierung Anforderungen hat. Gut, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen weiter auf Herausforderungen eingehen, die man hat, wenn man eben insbesondere Datenanonymisierungswerkzeuge entwickeln möchte. Da ist es schon so, ich hatte gerade erwähnt, dass es eigentlich nur zwei wirklich ausgereifte Werkzeuge gibt. Das ist auch richtig. Es gibt natürlich also ausgereifte Open-Source-Werkzeuge. Es gibt natürlich dennoch eine Reihe von weiteren Tools, die manchen vielleicht auch bekannt sein mögen. Ich glaube auch die TMF, die vielleicht einigen hier bekannt ist, hat ja mal ein Projekt gehabt, in dem so eine Software entwickelt worden ist. Es gibt auch verschiedene Forschungsgruppen an Universitäten auf der ganzen Welt, die solche Werkzeuge entwickelt haben. Die sind aber im Regelfall nicht generisch genug, um in der Praxis eigentlich wirklich relevant zu sein. Es sind dann sehr spezifisch einzelne Algorithmen implementiert oder einzelne Transformationsmethoden, Datenschutzmodelle oder Möglichkeiten für gewisse Anwendungsszenarien zu optimieren, aber eben nicht die Generizität und Flexibilität, die man im Regelfall eigentlich braucht. Wegen des Kontextbezugs, hier ist nochmal ein bisschen eine andere Sicht darauf. Die meisten Methoden sind eben nur in spezifischen Szenarien wirklich geeignet. Das hängt dann von den Charakteristika der Daten ab, wie hoch ist die Dimensionalität der Daten, also wie viele Attribute hat man beispielsweise, auch Datenvolumina, Skalierbarkeit ist ganz häufig ein Problem bei Datenanonymisierungswerkzeugen, weil die zugrunde liegenden Algorithmen eben sehr komplex sind und nicht einfach effizient implementierbar. Da auch um die Frage, werden Daten im Zeitverlauf erfasst? Im Bereich der amtlichen Statistik häufig die Frage, gibt es Cluster in Daten? Beispielsweise hat man dann häufig mehrere Personen, die zum selben Haushalt gehören. Das sind alles wichtige Faktoren oder auch der Typ von Variablen. Also sind das jetzt kategoriale Variablen oder sind das numerische Variablen? Sind die diskret oder kontinuierlich? Das sind alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich hatte schon erwähnt, das Nutzungsszenario ist wichtig und natürlich auch der Kontext der Datennutzung. Wer erhält denn diese Daten? Was gibt es denn für weitere Schutzmaßnahmen, die durchaus einen starken Einfluss darauf haben, was für Modelle zur Risikomessung beispielsweise angemessen sind. Und das macht eben die Entwicklung von Anonymisierungswerkzeugen so schwierig, weil man eben sehr viele verschiedene Methoden unterstützen muss und nach Möglichkeit dann auch in der Lage sein sollte, im Werkzeug eben diese vielen verschiedenen Methoden miteinander zu kombinieren, um eben für spezifische Anwendungsszenarien, beispielsweise rechtliche Rahmenbedingungen, dann auch eine Anonymisierung vornehmen zu können. Und wie ich bereits erwähnt hatte, ist auch die quasi Komplexität der zugrunde liegenden Algorithmen, sowohl was Speicherverbrauch angeht, als auch die Laufzeit teilweise durchaus eine große Herausforderung. Genau, diese Folie haben wir schon gesehen. Wir haben im Wesentlichen in der Implementierung, ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, drei Faktoren. Wir haben Transformationsmethoden, mit denen wir uns hier bewegen. Wir haben Modelle für die Messung der Nützlichkeit von Daten, mit der wir uns auf dieser Achse bewegen können. Und wir haben Risikomodelle, die diese Achse adressieren. Ich werde in den folgenden paar Slides noch mal so ein bisschen einen kurzen Durchlauf durch diese Modelle geben. Die zeigen zum einen die Komplexität wiederum, vor der man steht, wenn man sowas implementieren möchte. Zum anderen zeigen sie auch die Komplexität für einen Anwender, wirklich wie breit das Spektrum eigentlich an Methoden ist, was man an der Stelle auch zur Verfügung hat, wenn man das richtige Werkzeug hat. Na, zuallererst geht es mal los bei der Kategorisierung von Attributen in einem Datensatz. Das ist, wenn man so will, so Basistypen, wie man sie in den traditionellen Anonymisierungsverfahren findet. Also zum einen hat man direkt identifizierende Merkmale wie Namen und dergleichen, die man natürlich aus dem Datensatz im Rahmen einer Anonymisierung im Regelfall einfach entfernt.
Dann gibt es vielleicht auch nicht sensible Attribute, Attribute, die sich nicht zur Reidentifizierung eignen in gewissem Kontext, die aber auch keine wirklich sensiblen Informationen transportieren oder kodieren. Die kann man im Regelfall so lassen, wie sie sind. Schwieriger wird es jetzt insbesondere bei den sogenannten quasi-identifizierenden Variablen oder indirekt identifizierenden Variablen oder auch Schlüsselvariablen. Es gibt eine Reihe von Begriffen dafür. Damit sind Variablen gemeint, die unter anderem beispielsweise in Kombination miteinander durchaus genutzt werden können, um Personen zu reidentifizieren, weil sie eben einen eindeutigen Schlüssel bilden, der sich beispielsweise in anderen Datensätzen wiederfindet. Aber es handelt sich gleichzeitig auch noch um Attribute, die man eben im Rahmen dieses Anonymisierungsproblems nicht aus dem Datensatz einfach löschen kann, weil sie beispielsweise eben von der Auswertung gebraucht werden. Und an dieser Stelle gibt es dann eben verschiedene Verfahren, die ansetzen, um möglichst viel Information zu erhalten, aber beispielsweise die Eindeutigkeit von Merkmalskombinationen zu reduzieren. K-Anonymität wäre dafür ein sehr bekanntes Beispiel. Und dann unterscheidet man meist zusätzlich noch sensible Attribute. Dabei handelt es sich um Attribute, die zwar vielleicht nicht unbedingt zur Reidentifizierung oder Identifizierung von Personen genutzt werden können, die aber Informationen sind, die eben eigentlich geheim gehalten werden sollen. Nur im medizinischen Bereich das gilt im Regelfall für fast alle medizinischen Attribute. Diagnosen wären jetzt so ein klassisches Beispiel von der Information, die natürlich geheim gehalten werden soll. Selbst wenn man sich mal nur auf die quasi identifizierenden Variablen, das ist nicht richtig, das kommt auf der nächsten Folie, Entschuldigung, sondern wenn man sich jetzt mal anschaut, was sind denn für Arten von quasi ja, Reidentifizierung, da geht es schon los, ist das wirklich alles Reidentifizierung? Das sind sehr spannende Themen in Gesprächen auch mit Leuten, die aus der juristischen, Personen, die aus der juristischen Ecke kommen. Ist es nur eine Reidentifikation, wenn ich wirklich einen Eintrag in einer Datenbank eindeutig einem spezifischen Individuum zuordnen kann, eben beispielsweise mit quasi identifizierenden Attributen? Na, das wäre der klassische Fall, der auch technisch gesehen dann wirklich als Reidentifizierung oft bezeichnet wird oder Identitätsaufdeckung. Es geht aber eben auch weiter, selbst wenn ich nur eine Gruppe von Individuen beispielsweise zuordnen kann, ich mir aber relativ sicher bin, in der Gruppe ist die Person drin, dann kann ich eventuell was über sensible Variablen lernen. Also man nennt das Attributaufdeckung, weil beispielsweise alle Individuen irgendwie eine gleiche oder ähnliche Eigenschaft haben in dieser Gruppe. Und kann das Ganze noch ein Stückchen weiterdenken, wenn ich überhaupt nur in der Lage bin zu entscheiden, ob ein Individuum in einem Datensatz enthalten ist oder nicht. Ich muss das alles ja auch nicht immer mit großer Sicherheit wissen. Auch das wieder eine interessante juristische Frage. Ab wie viel Prozent Sicherheit über eine Information muss ich denn von einem Datenschutzverstoß zum Beispiel ausgehen? Auch hier bewegen wir uns wieder in einem Kontinuum. Aber selbst eben das Feststellen einer Mitgliedschaft oder eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit einer Mitgliedschaft kann ein Problem sein. Stellen wir uns vor, es handelt sich um Daten aus einem Krebsregister beispielsweise. Oder rein diese Meta-Eigenschaft, dort enthalten zu sein, kann natürlich durchaus eine sensible Information sein. Wenn man jetzt nochmal in den Bereich der Reidentifizierung reinguckt, also wirklich die Zuordnung von einzelnen Individuen oder einzelnen Einträgen in einem Datensatz zu einem Individuum beispielsweise, dann lässt sich auch innerhalb der Reidentifizierung wieder, lassen sich unterschiedliche Szenarien unterscheiden, die durchaus in der Realität so auch vorkommen. Man nennt das in der Literatur das Prosecutor, Journalist oder Marketer-Szenario. Also man hat quasi den Strafverfolger, den Journalisten oder den Marketing-Mitarbeiter. Der Marketing-Mitarbeiter, der interessiert sich vielleicht gar nicht so sehr für ein spezifisches Individuum in einem Datensatz, sondern der möchte so viel wie möglich Individuen reidentifizieren. Und es ist ihm im Endeffekt auch relativ egal, ob so eine Zuordnung von Einträgen zu einem Individuum wirklich korrekt ist. Sie sollte nur im Mittel irgendwie in den meisten Fällen korrekt sein und dann wird beispielsweise Spam verschickt. Es ist ein ganz anderes Angriffsszenario. Auch hier können wieder andere Risikomodelle genutzt werden als beim Journalisten- oder Strafverfolgungsszenario. Der Journalist, der sucht sich im Endeffekt, die Idee hier ist, dass es ein Angreifer, der interessiert sich gar nicht für ein spezifisches Individuum in einem Datensatz, sondern er interessiert sich für irgendeines. Und es genügt ihm, wenn er irgendeines im Datensatz findet, was er reidentifizieren kann, dann kann er, und auch das hat es in der Praxis gegeben, seinen Zeitungsartikel schreiben oder als Wissenschaftler seine Publikation darüber schreiben, dass er diesen und jenen Datensatz angegriffen hat. Es gab Zeiten, heute ist das nicht mehr ganz so, aber es gab Zeiten, da konnte man mit sowas Karriere machen, wissenschaftliche Karriere. Das gibt es ein paar bekannte Fälle. Und
quasi das schwierigstmögliche Szenario wäre wirklich, wenn ich aus dem realen Leben als Strafverfolger eine Person kenne und ich möchte über diese Person etwas herausfinden. Jetzt versuche ich, die zu reidentifizieren in einem Datensatz. Selbst da gibt es eben wieder spezielle Modelle, die jetzt genutzt werden können, um Risiken in diesem Szenario zu berechnen oder zumindest abzuschätzen. Ich habe mir das mal hier kurz versucht zu übertragen auf dieses Beispiel, auf die Ausgabetabelle, die ich vorhin schon gezeigt habe in den Beispielen, und damit man das mal so ein bisschen verbildlicht. Ne? Ich hatte schon erwähnt, wir haben hier K-Anonymität, also das bedeutet, dass man sieht das hier auch, dass jeder Eintrag in diesem Datensatz von zwei anderen Einträgen nicht unterscheidbar ist. Also hier wird angenommen, alle Attribute seien quasi identifizierend in diesem Datensatz. Dann haben wir also eine Gruppengröße von 3. Das bedeutet aber immer noch, dass wenn ich jetzt ein Strafverfolger bin und ich habe ein spezifisches Individuum und ich suche den in diesem Datensatz und ordne den der Gruppe zu und pick mir dann irgendeinen dieser Einträge raus, habe ich immerhin noch eine 33-prozentige Chance, dass ich das richtig gemacht habe. Wenn ich mich für irgendein Individuum untersuche, dann ist das Risiko in dem Fall schon nicht mehr so einfach zu berechnen, rein auf Basis der Daten, weil, und das ist auch immer ein interessanter Punkt, über den viel diskutiert wird, das eigentliche Risiko oder die Chance einer korrekten Reidentifikation hängt jetzt davon ab, wie sich dieser Datensatz zur Population verhält. Ne? Also wie viel, wenn ich dieselbe quasi Generalisierung oder selbe Repräsentation von Daten der gesamten Population hätte oder einer größeren Population, in dem dieses Individuum steckt, erst dann wäre es eigentlich die Größe der Gruppe, in der sich dieses Individuum in der Population befindet, was mir eine Aussage darüber geben kann, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Zuordnung, die ich angenommen habe, korrekt ist. Da gibt es dann wieder statistische Verfahren, mit denen man beispielsweise aus der Verteilung der Daten schätzen kann auf die Verteilung der Attribute in der Population, um Risiken vielleicht etwas besser zu berechnen. Aber wie gesagt, dabei handelt es sich ausschließlich um Schätzverfahren. Als nächstes Risiko könnte man sich mal hier die Attributaufdeckung anschauen. Da haben wir jetzt genau das Problem, egal welches Attribut man sich hier rauspickt. Ich habe im Endeffekt, sobald ich ein Individuum der Gruppe zuordnen konnte, habe ich eine 100-prozentige Sicherheit, dass er mit einem entsprechend dort vermerkten Attribut assoziiert ist, weil eben alle Individuen dasselbe Attribut oder dieselbe Attributausprägung haben in jeder Gruppe. Könnte man jetzt was mit Verfahren wie T-Closeness oder L-Diversity, was manche von Ihnen vielleicht auch schon gehört haben, dagegen tun. Was aber auch sicherlich noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ich eigentlich auch die Mitgliedschaft kennen muss. Ich muss mir sicher sein, dass das Individuum, was ich dieser Tabelle versuche zuzuordnen, in dieser Tabelle überhaupt erhalten ist. Damit landen wir bei dieser dritten Art von Risiko. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich das in Erfahrung bringen kann, ob eine Person da drin ist? Auch da ist es wieder ähnlich wie bei diesem Journalistenangriff. Das hängt eigentlich damit zusammen, wie sich diese Tabelle zur Information in der Gesamtbevölkerung verhält. Und ich kann dieses Risiko eigentlich nicht sauber bestimmen. Es gibt auch da wieder Schätzverfahren, aber das sind eben auch nur Schätzungen. Hier steht häufig Populationstabelle. Das ist durchaus ein Verfahren, was man nutzen kann. Also man stelle sich vor, man hat zum Beispiel einen Ausschnitt aus einem klinischen Arbeitsplatzsystem oder aus irgendeinem anderen klinischen Informationssystem. Man hat eine Teildatenmenge extrahiert. Jetzt kann man natürlich einfach davon ausgehen, dass der Gesamtdatenbestand für die Population steht. Das stimmt zwar nicht, das ist immer noch nur ein Ausschnitt der Population, aber er kann damit zum Beispiel genutzt werden, um für solche Risiken auch obere Schranken wenigstens korrekt, das sind dann harte Schranken, zu schätzen. Genau, das ist hier jetzt nochmal beispielhaft angezeichnet an wirklich so einem Linkage-Szenario. Es ist ja eben häufig, wie ich schon erwähnt habe, kann man sich im Endeffekt so Reidentifizierungen als eine Verknüpfung zwischen entweder zwei Tabellen oder eigentlich dem Hintergrundwissen eines Angreifers und beispielsweise einer Forschungsdatenbank vorstellen. Und hier ist genau dieses Szenario auch mal abgebildet, dass eben das Wissen über die Population eigentlich eine Relevanz hat. Wir haben hier zum Beispiel einen Datensatz, den man für Forschungszwecke, ist natürlich alles hochgradig vereinfacht, nutzen könnte. Und wir sehen, wir haben hier einen eindeutigen Eintrag in der Datenbank. Jetzt könnte man ganz oft, wenn man mit Datenschützern redet, oh, da ist irgendwas eindeutig, ist ganz gefährlich. Aber ganz so gefährlich ist es gar nicht, weil in dem Fall ist es so, dass im Hintergrundwissen des Angreifers
die Tabelle, die da vorliegen hat oder vielleicht auch die Gesamtpopulation, selbst so eine Tabelle ist ja im Regelfall nur ein Ausschnitt der Gesamtpopulation, eigentlich mehrere Individuen existieren, auf die diese Merkmalskombination zutrifft, sodass ich, wenn ich jetzt hier eine Zuordnung durchführe, eigentlich nur eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, dass meine Zuordnung auch korrekt ist. Das führt natürlich dann zu weiteren Fragen und auch da gibt es neuere Arbeiten, die zeigen, dass es häufig so ist, wenn ich eine Zuordnung machen kann, dass die dann auch korrekt ist, aber es ist keinesfalls so, dass ich mir dessen sicher sein kann. Auch das ist ein Fakt, der oft vergessen wird, wenn über Datenanonymisierung diskutiert wird, dass es eben nicht so ganz einfach, dass zumindest der Schluss von einer Eindeutigkeit von Merkmalskombinationen auf eine sichere Reidentifizierbarkeit von Daten keinesfalls immer zulässig ist. Genau, das ist ja nochmal eine Darstellung von verschiedenen Schätzmethoden aus einer Arbeit, die ich vor ein paar Jahren veröffentlicht habe mit meiner Gruppe damals, die eben nochmal zeigt, dass es im Endeffekt geht es ja auch so um eine Verteilung im Endeffekt der Eindeutigkeit von Merkmalskombinationen und unterschiedliche Eigenschaften dieser Verteilung lassen sich mit verschiedenen statistischen Modellen eben dann auch schätzen, die man, wenn man eine Software hat, die entsprechend flexibel ist, dann eben auch als Risikomodell einsetzen kann. So, ich hatte Differential Privacy vorhin schon erwähnt, was ein aus meiner Sicht sehr, sehr interessantes Modell ist, was auch Schwächen hat, aber heute so ein bisschen als der Goldstandard gilt, wenn man so will, im Bereich der Datenanonymisierung. Und die Idee ist hier eben, dass man Risiken nicht mehr misst auf Basis eines Datensatzes, sondern man gestaltet einen Prozess der Verarbeitung so, dass er einen im Endeffekt sicherstellt, dass er keine Informationen über einzelne, wie sagt man, keine Informationen über einzelne offenlegt. Und das funktioniert im Prinzip folgendermaßen. Wir haben hier irgendwie eine Population und wir haben einen Algorithmus oder ein Auswertungsverfahren. Man nennt das dann Mechanismus im Kontext Differential Privacy. Und und das ist entscheidend an der Stelle, dieses Verfahren ist randomisiert. Also Zufall spielt dabei eine gewisse Rolle. Und dieser Algorithmus oder diese Verfahren, wenn sie diese Differential Privacy Eigenschaft erfüllen, sind nachher eben so gestaltet, dass für jede mögliche Population, die es geben kann, das ist eine mathematische Eigenschaft, die man zeigen kann, sowie die Population ohne irgendeines der Individuen beziehungsweise mit irgendeinem der Individuen, wenn man diesen Algorithmus darauf anwendet, dann kommt am Ende immer fast das Gleiche raus. Und dieses fast kann man wiederum quantifizieren und das ist dann der Privacy-Parameter oder der Schutzparameter, der heißt Epsilon. Und diese Eigenschaft, dass da im Prinzip immer dasselbe rauskommt, dass der Beitrag des Einzelnen keine Rolle spielt, gibt im Endeffekt, wenn man so will, jedem auch plausible Abstreitbarkeit. Es ist schlicht und ergreifend nicht nachweisbar, dass da irgendwelche Daten über einzelne Individuen oder Informationen über einzelne Individuen in dem Ausgabedatensatz abgebildet sind. Das ist ein etwas obskures Modell, was auch schwer beispielsweise einer Ethikkommission zu erklären ist. Die Interpretierbarkeit ist schwer, der Datenschutzparameter Epsilon ist schwer zu interpretieren. Aber es ist sehr interessant, weil es sehr, sehr starke Schutzgarantien liefert, also keine Notwendigkeit, zum Beispiel Daten zu kategorisieren. Muss dann aber angepasst werden auf jedes Verarbeitungsverfahren. Also gibt es für eben Datenbankabfragen, wird sehr viel mittlerweile auch benutzt im Bereich maschinelles Lernen. Für alle großen Machine Learning Frameworks gibt es im Regelfall Differential Privacy Erweiterungen, sodass man eben auch Modelle trainieren kann, die dann eben die Differential oder sodass der Trainingsvorgang die Differential Privacy Eigenschaft erfüllt. Sehr interessantes Modell, was eben auch in der Software, die ich jetzt gleich vorstellen werde, auch mit unterstützt wird in einer Form, die quasi kompatibel ist zu traditionellen Datenanonymisierungsverfahren. Das habe ich gerade im Endeffekt schon erzählt. Das hat eben ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Die Vorteile habe ich erwähnt. Dass es eben vor allem unabhängig vom Angreifer, vom Hintergrundwissen des Angreifers ist, jede Art von Information über ein Individuum schützt, wenn es entsprechend implementiert ist, hat aber auch einen Nachteil, dass es eben randomisiert ist. Oft geht es darum, Rauschen hinzuzufügen und man kann im Endeffekt, generiert man perturbierte Daten, die nicht mehr die Realität abbilden. Da wurde auch schon oft argumentiert, das sei in der Medizin etwas, was eigentlich im Regelfall nicht zulässig ist. Wie gesagt, das ist ein komplexes Verfahren, etwas schwer zu erklären, ist sicherlich ein weiterer Nachteil. Gut, dann komme ich zum dritten Teil. Der dritte Teil wird jetzt ein bisschen mehr darauf eingehen, wie wir das im Anonymisierungswerkzeug ARGS implementiert haben, dieses ganze Spektrum an Methoden und wie ARGS überhaupt funktioniert und was ARGS überhaupt ist.
Ich beginne erstmal mit so einem kleinen Überblick. Ne? Was ist ARX? ARX ist eben eine Anonymisierungssoftware, wie ich schon erwähnt habe, ist Open Source, die eben sich dadurch auszeichnet, dass sie ein sehr, sehr breites Spektrum an Methoden unterstützt. Das sind so traditionelle Anonymisierungserfahrungen, Verfahren wie K-Anonymität, aber auch eben sehr innovative Methoden wie Differential Privacy. Es gibt spieltheoretische Anonymisierungsverfahren und auch Unterstützung für Privacy Preserving Machine Learning, also aus der Software heraus können Datensätze optimiert werden, so dass sie sich besonders gut für Machine Learning Aufgaben eignen. Eine weitere Besonderheit ist, dass ARX wirklich für ein Datenanonymisierungswerkzeug sehr skalierbar und sehr effizient ist. Also mir persönlich ist kein anderes Anonymisierungswerkzeug bekannt, was auch nur ansatzweise so schnell viele Anonymisierungsprobleme löst und wenn es entsprechend in Cluster-Setups installiert wird, wirklich auch sehr große Datenmengen verarbeiten kann. Also es gibt verschiedene öffentliche Einrichtungen, aber auch Firmen, die durchaus schon Datensätze mit Milliarden von Datenbank-Einträgen mit dieser Software anonymisiert haben. Eine weitere Besonderheit ist, und das zeige ich gleich in einer kleinen kurzen Live-Demonstration, eben eine sehr umfangreiche grafische Benutzeroberfläche. Diese existiert neben einer Programmierbibliothek, also das ist Access in Java implementiert. Man kann das eben als Programmierbibliothek nutzen, was auch meistens in realweltlichen Applikationen der Fall ist, weil man da etwas komplexere Pipelines bauen kann, wenn man eben über die API mit der Software interagiert. Aber es gibt eben auch eine grafische Benutzeroberfläche, die im Wesentlichen auch alle Funktionen unterstützt, die die Software über die API bietet. Und das macht ARX auch sehr interessant für Ausbildungszwecke, für Fortbildungen. Es gibt hier einen Screenshot zum Beispiel von, das ist eine Schulung der koreanischen Internetsicherheitsbehörde. Das habe ich zufällig im Internet gefunden. Wenn man ein bisschen ranzoomt, sieht man, dass hier auf dem Bildschirm ein ARX geöffnet ist, die eben auch Menschen im Umgang mit ARX schulen oder ARX dazu nutzen, um überhaupt das Thema Datenanonymisierung erfassbar, greifbar zu machen. Es gibt auch durchaus einige kommerzielle Anbieter, die Workshops und Kurse mit ARX beispielsweise anbieten. Genau, durch diesen großen Funktionsumfang hat es auch entsprechend viel Anwendung gefunden. Also man findet im Internet offene, wirklich Open Science oder Open Data Datensätze, die mit ARX anonymisiert worden sind. Es gibt insbesondere auch durchaus einige Anwendungen im kommerziellen Kontext, war sehr beliebt. Vor ein paar Jahren bei Anbietern aus dem Bereich der Telekommunikationsbranche, die zunehmend eben auch die Daten, die über die Mobilfunknetze erfasst werden, weiter auswerten und auch monetarisieren wollten. Es gibt Krankenversicherungen, die Datenbestände mit ARX anonymisiert haben. Also wirklich eine Reihe von praktischen Anwendungen auch. Und was ein weiterer, denke ich mal, sehr wichtiger Punkt ist, der auch mit dem Erfolg zusammenhängt, ist das industriefreundliche Apache 2-Lizenz. Das heißt, diese Software ist kann im Prinzip beliebig genutzt werden, auch in kommerzielle Produkte integriert. Es gibt eine Reihe von, hier unten ist das Logo von NIME beispielsweise abgedruckt. Da gibt es eine Firma, die hat eine Extension für NIME entwickelt mit ARC-Support. Die SAP HANA hat eine Data Anonymization Modul, wo zwar nicht die Software ARX integriert wurde, aber die Algorithmen, die den Kern von ARX bilden, sind dort reimplementiert worden. Und den Erfolg sieht man auch so ein bisschen an der Anzahl der Downloads. Gibt es jetzt schon relativ lange, ich glaube jetzt 8 oder 9 Jahre. Und wir kommen immerhin auf 50.000 Downloads in diesem Zeitraum, was für eine Software, die so eher so ein bisschen ein Nischenprodukt ist, sicherlich, denke ich mal, eine ganz ansehnliche Zahl ist. Wie sieht ARX aus? Wie gesagt, ich werde es gleich nochmal live zeigen. Es sind im Wesentlichen 4 Perspektiven. Man hat eine Perspektive, in der konfiguriert man den Anonymisierungsprozess. Man kann sich dann eine Reihe von möglichen Lösungen für das konfigurierte Anonymisierungsproblem anzeigen lassen und dann eben genau, wie vorhin dargestellt in dieser Grafik, Risiken und auch die Nützlichkeit oder die Qualität von Daten bewerten und insbesondere immer auch in einem Vorher-Nachher-Vergleich. Ich hatte auch schon erwähnt, dass es eine API gibt. Hier ist ein vereinfachtes Klassendiagramm der Kernklassen der API. Das ist, glaube ich, jetzt etwas veraltet, schon 2 Jahre alt, aber ein Großteil davon ist immer noch gültig. Wir achten auch sehr stark auf Abwärtskompatibilität. Also Sie müssten theoretisch ein Projekt, was Sie mit ARX vor 7 Jahren mal erstellt haben, auch heute noch mit der Software laden können. Genauso haben wir eigentlich fast vollständige Abwärtskompatibilität des Codes, was unter Nutzung der API implementiert ist über die Jahre.
Es ist ein Open-Source-Projekt. Wir haben eine Webseite mit sehr viel Informationen. Wen es interessiert, kann gerne reinschauen. Wir haben auch relativ viel Community-Contributions. Die Software wird auf GitHub, hosten wir den Code. Immerhin 364 Sterne haben wir dort im Laufe der Jahre gesammelt und 170 Mal wurde die Software geforkt, was schon einiges ist. Ich glaube, die Anzahl der wirklichen Contributor sind irgendwie so um die 15 bis 20 aus verschiedensten Kontexten. Studenten oder Studentinnen, mit denen wir Projekte gemacht haben, aber auch Vertreter von Firmen oder Vertreter von oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Universitäten, auch aus den USA beispielsweise, ist relativ breit gefächert. Gut, bevor ich es jetzt gleich demonstriere, noch mal kurz so das Grundprinzip. Man muss, das ist ganz wichtig festzuhalten, dass es sich wirklich nur um das Grundprinzip handelt, weil dieses Grundprinzip wird in ARCS im Endeffekt auf die Spitze getrieben. Das bildet so eine Kernengine, die dann Stück für Stück dazu genutzt wird, um weitere Verfahren umzusetzen. Aber wie es im Wesentlichen erstmal ganz am Kern die einfachste Funktionalität funktioniert, ist, wir haben hier wieder einen Beispieldatensatz, in dem Fall leider nicht in der Originalversion. Wir haben nur 2 Spalten zur Darstellung. Wir haben ein Alter und wir haben ein Geschlecht. Und wir haben jetzt sogenannte Domänen-Generalisierungshierarchien, die wir in der Software hinterlegen müssen. Da gibt es auch eine Reihe von Wizards, die einem dabei helfen, mit denen quasi Regeln angegeben werden, mit denen die Werte dieser Attribute Stück für Stück ja, eben generalisiert und zusammengefasst werden können. Das muss also immer eine Baumstruktur darstellen. Man sieht das hier beim Geschlecht, wenn man nur männlich und weiblich vorsieht, gibt es nur die Möglichkeit, diese in ein nicht vorhandenes Geschlecht zusammenzufassen, ein unbekanntes Geschlecht. Beim Alter hat man natürlich zum Beispiel die Möglichkeit, über entsprechende Kategorisierung zu gehen, 0 bis 19, 20 bis 39, 40 bis 59 und so weiter. Und auf der nächsten Stufe dann zum Beispiel 20 bis 79 und entsprechend größer oder jünger oder älter. Auch hier sieht man natürlich schon, selbst an der Stelle kann es bereits notwendig sein, den möglichen Anwendungszweck von Daten im weiteren Verlauf dann auch zu kennen, weil man solche Hierarchien natürlich auch sehr unterschiedlich gestalten kann. Und was die Software dann im Wesentlichen macht, ist eigentlich, sie untersucht alle möglichen Kombinationen von Generalisierungsstufen, die sich aus diesen Hierarchien ergeben können. Und wir haben hier unten, bildet so ein Verband, was man so als Hasse-Diagramm nennt man das hier, so eine halbgeordnete Menge visualisieren kann. Und hier unten haben wir 0, 0, das heißt im Endeffekt also der Datensatz in Originalform, also Stufe 0 ist immer die unterste Ebene der Hierarchie, die die Werte, wie sie im Eingabedatensatz vorliegen, abbildet. Und darüber haben wir die Stufe 1, dann haben wir eine Stufe 2 und die können wir eben kombinieren. 0,0, wie gesagt, der Originaldatensatz und 3,1 wäre jetzt hier das maximale Generalisierungslevel für Alter, also auch komplett weggeneralisiert zum Stern und 1 wäre eben fürs Geschlecht auch komplett weggeneralisiert zum Stern und mittendrin hätten wir jetzt zum Beispiel 1,0, da wäre jetzt hier das Alter eben auf die entsprechend erste Stufe generalisiert und das Geschlecht verbleibt, wie es ist. Und 0,1 wäre genau andersrum, das Alter verbleibt, wie es ist, aber das Geschlecht ist auf die erste Stufe generalisiert, was schon bedeutet, dass das Geschlecht dann weg ist. Und zusätzlich, das macht die Software auch automatisch, wird es noch kombiniert mit einem Mechanismus zum Entfernen von Einträgen, das ist hier auch durch dieses Sternchen für ganze Zeilen angedeutet, dass eben Einträge, die entfernt werden müssen, um dem gewünschten Schutzniveau zu genügen, eben auch automatisiert entfernt werden. Das ist auch eine Besonderheit der Software, insbesondere weil die Software in der Lage ist, sehr, sehr schnell die quasi optimale Lösung aus dem Lösungsraum zu bestimmen, vorausgesetzt, der ist nicht zu groß, unter der Kombination dieser Generalisierung und weiterer Verfahren mit dem Entfernen von Einträgen. Das kann im Wesentlichen eigentlich keine andere Anonymisierungssoftware. Jetzt würde ich Sie im nächsten Schritt mal vorführen. Ich muss mich, glaube ich, ein kleines bisschen beeilen. Ich denke mal, eigentlich eine Stunde würde ich jetzt ungefähr einplanen für den Vortrag. Wenn das okay ist, super. Genau, also ich habe jetzt hier schon mal, aufpassen. Habe jetzt hier schon mal gestartet. Man sieht, wenn die Software startet, ist das erstmal leer. Die Software ist projektbasiert, das heißt, wir können jetzt entweder hier ein neues Projekt anlegen, das zeige ich jetzt nicht, da hat man dann ist man in der Lage, eben Daten zu importieren aus relationalen Datenbanken, Excel, CSV-Dateien oder dergleichen. Ich werde jetzt direkt ein vorkonfiguriertes Projekt einfach öffnen. Das ist hier jetzt kein medizinisches Beispiel, das ist so ein Standarddatensatz aus dem Bereich der, ja, wenn man so will, Anonymisierungsforschung, auch so ein gängiger Benchmark-Datensatz. Hier zu Demonstrationszwecken.
schiebe hier mal das. Ja, so klappt es auch nicht. Jetzt stört mich irgendwie hier die Leiste. So, das ist gut. Genau, und man sieht jetzt hier, das sind diese 4 Perspektiven: Konfiguration, Exploration, Qualitätsanalyse und Risikoanalyse. Wir sehen in der Konfigurationsperspektive hier den geladenen Datensatz. Der wird hier tabellarisch angezeigt. Man kann sich hier entsprechend auch durchscrollen. Es gibt so ein paar weitere Möglichkeiten, wie hier unten kann man eine Teilmenge der Daten auswählen. Kann man eben, ich hatte vorhin erwähnt, dieses Prinzip der Populationstabelle. Beispielsweise könnte man hier sagen, man weiß, es gibt nur eine Teilmenge der Daten, die man veröffentlicht. Dann kann man hier die aus einem größeren Datenbestand auswählen. Ist hier passiert, gibt es so eine integrierte Abfragesprache, alle Patienten älter als 50 Jahre. Jetzt wird diese Teilmenge ausgewählt und jetzt kann man eben spezielle Anonymisierungsmethoden nutzen, die eben wissen, dass es eigentlich ein größerer Datenbestand ist. Der besteht nämlich insgesamt aus 30.162 Zeilen. Ich wähle jetzt hier mal wieder alle aus. Man hat für die einzelnen Attribute hier eben die Möglichkeit, in dem Bereich drüben Konfigurationen vorzunehmen. Ich hatte gesagt, man muss beispielsweise angeben, ob das ein sensibles, nicht sensibles, quasi identifizierendes oder identifizierendes Attribut ist. Das kann man hier machen. Man muss die bereits erwähnten Generalisierungshierarchien angeben. Die sind hier in ARGS tabellarisch repräsentiert. Also Level 0 ist wieder eine Spalte. Das sind alle Werte in der Eingabedaten. Und jetzt kann man eben Stück für Stück hier diese Werte vergröbern und zusammenfassen. Es gibt hier noch die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen zwischen unterschiedlichen Transformationsmethoden zu wählen. Wie ich bereits erwähnt habe, ist zwar die Generalisierung immer eine es ist auch immer notwendig, die zu konfigurieren, zumindest in einer einfachen Form. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Ausgabedaten auch generalisiert werden müssen. Da gibt es auch andere Verfahren, die unterstützt werden. Man hat hier noch weitere Möglichkeiten. Datentypen sind in ARGS durchaus auch wichtig. Hier ist jetzt alles auf String gesetzt. Man kann aber eben, hat weitere Funktionalitäten, wenn man hier jetzt beispielsweise klar macht, dass es sich um eine Ganzzahl handelt beim Alter. Wird auch beim Import alles automatisch detektiert. Man kann hier Konfigurationen vornehmen für dieses bereits erwähnte Privacy Preserving Machine Learning, zum Beispiel sagen, was sind hier Zielvariablen, für die man ein prädiktives Modell bauen möchte. Man hat hier weitere Einstellungen, die sich jetzt auf die Risikomodellierung beziehen. Es gibt statistische Verfahren zur Schätzung auf Basis von Populationseigenschaften. Da kann man hier Populationen angeben, weitere Parameter für verschiedene Datenschutzmodelle und kann eben hier auch die Datenschutzmodelle hinzufügen. Das sind jetzt nur Datenschutzmodelle, die hier gerade angezeigt werden. Man sieht, das sind in der Hauptkategorie, glaube ich, 8 Stück, die aber teilweise nochmal unterteilt werden können, weil es dann verschiedene Modelle sind, je nachdem, was man hier auswählt. Es sind im Moment keine sensiblen Attribute definiert. Ich kann mal kurz eins definieren, dann sieht man noch eine Reihe von weiteren Datenschutzmodellen, die da jetzt eben hinzugefügt werden können. Genau, sieht man hier eben, das sind jetzt alles Modelle, die sich auf die Attributaufdeckung, also Attribute Disclosure, fokussieren. Man kann hier noch auswählen, wie die Nützlichkeit oder Qualität der Daten gemessen werden soll im Optimierungsprozess, ein paar weitere Eigenschaften dazu, wie die Transformation erfolgen soll. Man kann Attribute gewichten. Und wenn man diesen Konfigurationsvorgang dann abgeschlossen hat, ich zeige vielleicht mal noch kurz hier so ein Wizard. Man sieht hier ein paar Möglichkeiten, einfache Generalisierungshierarchien zu erzeugen. Es gibt aber eben auch komplexere Wizards, mit denen man jetzt hier beispielsweise auf Basis von Intervallen für numerische Attribute Hierarchien bauen könnte oder auch für Datumsangaben. Gibt es jetzt keine, das Werkzeug hier eben quasi Stück für Stück auch grafisch durchführt und es so relativ einfach möglich macht, solche Hierarchien zu generieren. Wenn man das dann fertig konfiguriert hat, dann muss man hier nur noch auf Anonymisieren klicken und im einfachsten Fall macht man die optimale Suche. Also man möchte die optimale Lösung für ein globales Transformationsmodell. Das wähle ich jetzt mal aus. Global bedeutet, dasselbe Generalisierungsstufe wird für alle Spalten angewandt. ARGS ist durchaus auch in der Lage, Werte in der Spalte unterschiedlich zu generalisieren, je nachdem, in welcher Zeile sie sich befinden. Wir sehen jetzt hier, die optimale Lösung wurde berechnet in 6,7 Sekunden. Das waren insgesamt 12.960 Lösungen, die in Betracht gezogen worden sind. Wir haben also aus diesen 12.960 Lösungen innerhalb von 6,7 Sekunden 12.960 Transformationen dieses Datensatzes mit immerhin 30.000 Zeilen die optimale Transformation bestimmen können. Jetzt
kann es immer noch sein, dass die optimale Transformation, die die Software für optimal hält, nicht unbedingt die beste ist. Deswegen hat man hier die Möglichkeit, sich auch noch andere Transformationen anzuschauen. Da gibt es ein paar unterschiedliche Visualisierungen. Man kann dann auch ein bisschen hier einschränken, dass man zum Beispiel weiß, man hat gewisse Generalisierungsstufen, die einen nur interessieren, oder genau, gewisse Anforderungen an die Nützlichkeit kann man hier noch mal ein bisschen gucken, und wenn man eine Alternative gefunden hat, könnte man auch diese jetzt auf den Datensatz anwenden. Die Software hat aber nach der Anonymisierung automatisch die optimale Lösung angewandt. Jetzt kann man sich ein bisschen die Datenqualität anschauen. Wir sehen hier jetzt den Datensatz, das ist der Eingabedatensatz, und hier rechts ist der dazu generierte Ausgabedatensatz. Man sieht auch, wenn man hier scrollt, dass diese quasi miteinander synchronisiert sind, diese beiden Datensätze. Man sieht also, wie sich einzelne Einträge auch verändert haben. Man kann hier draufklicken auf die Spalten und zum Beispiel hier unten zusammenfassende Statistiken sehen. Hier sehen wir zum Beispiel, wie sich das Skalenniveau der Variable verändert hat durch die Kategorisierung. Entsprechend haben wir auch andere Lager- und Streuungsparameter für die Verteilung dieses Attributes. Man kann ja trotzdem gegenüberstellen, zum Beispiel jetzt hier den Modus 36 vorher, 21 bis 40 jetzt und so weiter und so fort. Kann eben hier sehen, wie sich diese Parameter der Verteilung verändert haben. Man kann sich auch die Verteilung selbst anschauen. Hier ist nicht verwunderlich, ist die eben entsprechend vergröbert. Plus hier hinten haben wir noch so einen kleinen Ausschlag für Sternchen. Das sind also entfernte Werte in diesem Datensatz. Man kann sich auch Abhängigkeiten zwischen Variablen hier in der Kontingenztabelle entsprechend in der Heatmap visualisieren lassen. Es gibt noch weitere standardmäßig verborgene Visualisierungen als Tabelle dahinter. Hier sind ein paar weitere Informationen dazu, wie es denn jetzt mit Gruppengrößen aussieht, weil Gruppengrößen spielen meist eine Rolle. Und wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt eine durchschnittliche Gruppengröße von 45. Also jeder Eintrag ist von ungefähr 44 anderen Einträgen nicht unterscheidbar. Was nochmal ganz interessant wird, weil wir haben eigentlich nur 5 Anonymität gewählt. Da ist natürlich 45 als Gruppengröße sehr weit weg von dem, was wir eigentlich haben wollen. Das kann man auch noch verbessern. Und vielleicht noch einfach als kurzen Teaser hier eben diese Machine Learning Perspektive. Wir können hier jetzt Attribute auswählen und auch unterschiedliche, in dem Fall Klassifikationsmodelle sind im Moment unterstützt, und können jetzt analysieren, wie sich denn die Datenanonymisierung auf ein Modell auswirken würde, was man auf den anonymisierten Daten trainiert versus dem Modell trainiert auf den nicht anonymisierten Daten. Wir sehen hier so ein Receiver Operator Characteristic Curve und sehen in Rot quasi, das wäre ein Klassifikator trainiert auf den Originaldaten, und in Schwarz wäre hier ein Klassifikator trainiert auf den anonymisierten Daten. Man sieht also in dem Fall zum Beispiel eine recht geringe Auswirkung auf die Datenqualität. Es gibt noch eine Reihe von Datenqualitätsmodellen, die hier verfügbar sind. Das kann man sich hier anzeigen lassen, und genauso gibt es eben eine Reihe von Risikomodellen. Man kann dann auch so Risikoprofile berechnen, die sich hier in dem Fall auch ergeben aus der Eindeutigkeit der Kombinationen von Attributwerten. Oder hier auch statistische Modelle, die schätzen die Eindeutigkeit in der Population. Es gibt die Möglichkeit, auch einzelne Attribute zu analysieren, dass man ein Gefühl dafür bekommt, welche Attribute müssten denn vielleicht Quasi-Identifikatoren sein, weil sie dazu neigen, einen Schlüssel zu bilden. Und hier nochmal bezogen auf diese 3 Angreifermodelle, die ich auch vorgestellt hatte, ein paar aggregierte Parameter. Wie viele Einträge sind denn mit einem hohen Risiko verbunden? Wie hoch ist denn dieses hohe Risiko? Und was wäre denn so eine zu erwartende, wie soll ich sagen, Erfolgsrate, wenn man denn versucht, Einträge in dieser Datenbank zu reidentifizieren? Jetzt würde ich vielleicht noch kurz, bevor ich dann noch versuche, in 5 Minuten das Anwendungsbeispiel zu präsentieren, noch mal darauf eingehen, dass eben nicht nur die Generalisierung von Daten zu einzelnen, auf immer dieselbe Generalisierungshierarchie unterstützt wird von der Software, was eben hier an diesem Gruppengröße 45 dann im Endeffekt dazu führt, weil das dann dazu neigt, zu stark zu generalisieren, sondern man hat eben auch weitere Optionen. Also ich kann jetzt zum Beispiel beim Alter sagen, ich möchte eben keine Generalisierung machen, sondern ich möchte das clustern und dann aggregieren, in dem Fall beispielsweise durch Bildung des arithmetischen Mittels. Ich kann eben auch unterschiedliche Generalisierungs- oder Transformationen für denselben Wert in unterschiedlichen Einträgen erlauben, indem ich hier sage, ich mache eine lokale Transformation. Ich möchte mindestens maximal 100 verschiedene lokale Transformationen haben. Das müssten wir auch eigentlich relativ schnell. Meistens geht es sogar schneller, wie wenn man die globale Transformation macht, in diesem Fall nicht.
eine Variante dieses Datensatzes eben berechnet haben, wo wir deutlich näher dran sind an der gewünschten Klassengröße. Wir sehen jetzt, jetzt haben wir auch keine optimale Lösung mehr, die ist jetzt heuristisch. Insgesamt waren es jetzt 440.000 mögliche Lösungen. Und wenn wir jetzt hier mal kurz in den Datensatz gucken, sehen wir sind jetzt mit der Klassengröße deutlich näher dran. Ja, 6,7 ist jetzt die durchschnittliche Klassengröße, signifikant kleiner. Wir haben viel mehr Informationen erhalten. Das Alter ist eine Zahl geblieben und jetzt eben nicht kategorisiert. Aber wir haben natürlich entsprechend auch Verzerrungen. Man sieht jetzt, wie sich zum Beispiel die Verteilung des Alters verzerrt hat durch diese Aggregierung. Wir sehen, dass wir unterschiedliche Generalisierungsstufen haben. Beispielsweise, ich schaue mal, ob ich ein gutes Beispiel finde, hier bei der Ausbildung kommen jetzt plötzlich neue Ausprägungen mit dazu. Das heißt, solche Daten sind dann vielleicht, also wenn man ein Modell zugrunde liegt, unter Umständen von höherer Qualität oder mit weniger Informationsverlust behaftet. Man muss aber sehr aufpassen, dass man dabei nicht Verzerrungen generiert, die im Endeffekt nachher eine statistische Auswertung stark erschweren. Gut, jetzt bin ich schon recht weit fortgeschritten. Jetzt würde ich hier wahrscheinlich mal über einen Teil springen. Also, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, ist so eine Software zu implementieren relativ schwierig. Da hätte ich jetzt noch ein paar Slides dazu, auch zum Vergleich mit anderen Werkzeugen, die Ihnen zeigen, dass das entsprechend deutlich besser skaliert. Noch ganz interessant, es gibt auch Plugins zur Integration in ETL-Pipelines. Die Implementierung von Differential Privacy ist noch ein sehr interessanter Aspekt, weil das kaum ein anderes oder eigentlich gar kein anderes vergleichbares Werkzeug bietet. Auch ganz spannend, Reliable Computing. Man muss sehr aufpassen mit Gleitkomma-Arithmetik bei der Datenanonymisierung, dass man sich da nicht verrechnet, weil Gleitkomma-Arithmetik ist nie genau. Auch da gibt es in ARCS entsprechende Teilframeworks, um eben sicherzustellen, dass man trotzdem die definierten Schutzniveaus quasi erreicht. Gut, ein bisschen jetzt noch abschließend zum Impact. Ich denke mal, es wird nicht so schlimm sein, wenn ich vielleicht ein kleines bisschen länger als eine Stunde brauche, vielleicht eine Stunde 5. Hier sind mal eine Reihe von Leitfäden aus verschiedenen Ländern, die ARCS erwähnen. Man sieht hier einen Leitfaden der European Medicines Agency oder der European Union Agency for Network and Information Security, verschiedene Leitfäden von Datenschutzbeauftragten aus Australien, Ministerien aus Frankreich und Finnland. Also wirklich sehr stark auch aufgenommen worden, was eben genau damit zu tun hat, dass es relativ wenige solche Lösungen gibt. Hier ist das nochmal grafisch dargestellt. Man sieht, es erstreckt sich wirklich fast über den gesamten Globus, dass man irgendwo Hinweise auf diese Software im Regelfall offiziellen Dokumenten von Behörden findet. Es gibt auch entsprechend viele Projekte. Hier sieht man viele Horizon 2020 finanzierte Projekte, die irgendwelche Deliverables haben, in denen ARCS erwähnt oder teilweise auch genutzt wurde, sehr stark im Projekt. Es gibt viele Forschungsdatenmanagement, Ressourcen mittlerweile im Internet von verschiedenen Universitäten, die ARCS auch aufgreifen und wie ich schon erwähnt hatte, auch eine Reihe von kommerziellen Softwareprodukten, die ARCS integriert haben. Und ganz interessante Sachen dabei, wie auch Arara ist so eine Plattform für die Anonymisierung von Daten aus klinischen Studien. So, jetzt würde ich gerne abschließend noch kurz eben ein Anwendungsbeispiel vorstellen und in dem Fall ist es noch gar nicht so lange her. Jetzt im Rahmen der Covid-19-Pandemie haben wir ein Anonymisierungspipelines entwickelt für die LEOS, für das LEOS-Register, was vermutlich vielen hier auch bekannt ist. LEOS ist eben ein europäisches Register, was versucht, Daten über den klinischen Verlauf von Patienten, die eben mit SARS-CoV-2 infiziert sind, zu sammeln. In Köln etabliert von Janne Wehreschild und basiert eben auf einem ganz interessanten Konzept, da Daten eben in Form von anonymen Formularen oder anonymen Reports auch nach Entlassung oder Tod nachdokumentiert werden. Und so eben ein Szenario gefunden wurde, wo keine informierte Einwilligung notwendig ist. Und gleichzeitig natürlich die Idee da ist, dass man diese Daten so stark wie möglich auch verfügbar macht, unter anderem eben auch mit der Öffentlichkeit. Dafür gibt es wirklich ein Public-Use-File, also das ist Open Data, ist übers Internet zugreifbar, was ein Extrakt dieser Daten
eben auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Da werde ich jetzt im Weiteren mal darauf eingehen, wie diese Extrakt mit ARCS geschützt wurde oder bei einer Pipeline implementiert wurde, um eben diesen Extrakt entsprechend stark zu schützen, weil klar, es ist ein offener Datensatz, eigentlich keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, an der Stelle muss wirklich maximaler Schutz garantiert sein. Und dieses Verfahren wurde dann aber auch noch erweitert auf quasi den Gesamtdatenbestand, der aus mehreren hundert Variablen besteht, um so in Kombination mit Data Use Agreements eben auch ein geschütztes Szenario für die Weitergabe an Forscherinnen und Forscher umsetzen zu können. Genau, hatte ich gerade schon erwähnt. Dieser öffentliche Datensatz hat 16 Variablen und ist übers Internet verfügbar. Und es gibt die Scientific Use Files mittlerweile sind es vielleicht auch mehr, aber ich glaube, sind auf jeden Fall bis zu 605 Variablen der letzte mir bekannte Stand. Und diese Datensätze wurden eben mit ARCS implementiert, anonymisiert. Da gibt es verschiedene Stufen und für dieses öffentliche verfügbaren Datensatz eben 2 Stufen, auf die ich jetzt kurz noch eingehen werde. Und ganz interessant dabei, weil auch innovativ ist dieser Entwicklungsprozess. Diese Pipelines wurden entwickelt, ohne dass meine Gruppe, die zusammen mit Florian Kohlmeier aus München diese Anonymisierungspipelines entwickelt hat, die Daten in LEOS jemals gesehen hat, sondern es wurden auf Seiten des Registers synthetische Daten generiert aus den Originaldaten, die wir dann als Grundlage für die Entwicklung dieser Anonymisierungspipelines verwendet haben, die dann in mehreren Iterationen das wollte ich nicht, Entschuldigung, quasi auf den Daten des Registers ausgeführt wurden. Und wir haben dann Reports generiert mit eben, das hat er gerade gesehen, was man mit ARCS machen kann, verschiedene deskriptive Statistiken über die Daten, Informationen zur Auswirkung auf die Datenqualität und auch quasi eine Analyse von Restrisiken. Da gab es dann eben Reports, die sind automatisiert an uns zurückgegangen und das haben wir 7 Mal gemacht und am Ende hatten wir eine Pipeline, mit dem man ein sehr, sehr gutes Ergebnis hatte, sowohl was den Schutz als auch die Datenqualität angeht. Wie haben wir das gemacht? Sicherlich auch ganz interessant. Wir haben wirklich in dem Fall versucht, das gesamte Spektrum an Möglichkeiten zu nutzen, die einem die Datenschutzgrundverordnung gibt. Insbesondere haben wir nicht nur quantitativ auf Basis der Software ARCS anonymisiert, sondern auch qualitative Risikoanalysen durchgeführt, uns die Variablen in dem Datensatz angesehen, sie mit Listen von Variablen aus Leitlinien oder Leitfäden verglichen, um festzustellen, welche Variablen da dann enthalten sind, die im Regelfall als mit einem hohen Risiko verbunden angenommen werden und sind dann eigentlich recht schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass selbst unter dieser qualitativen Sicht eigentlich ein relativ geringes Risiko besteht für diesen eingeschränkten Datensatz, haben dann eben aber trotzdem noch einen quantitativen Prozess obendrauf gesetzt, der wirklich auch jede einzelne Variable schützt, um da quasi wirklich auch so eine mehrschichtige Sicherheit zu garantieren, dass da nichts schiefgehen kann. Und wie macht man quantitative Risikoanalyse und Datenanonymisierung unter der DSGVO? Wie ich schon erwähnt habe, es herrscht relativ viel Rechtsunsicherheit. Es gibt aber ganz interessant die Opinion und Anonymization Methods von der sogenannten Article 29 Data Protection Working Party. Das ist heute das European Data Protection Board. Und die haben mal relativ detailliert aufgeschrieben, was ihrer Meinung nach gemacht werden sollte. Dann gibt es dann 3 Bedrohungen: das Aussondern, die Verknüpfbarkeit und die Möglichkeit der Inferenz. Und denen kann man eben mit genau den Methoden, wie sie in ARCS implementiert sind, auch begegnen. Und im Wesentlichen haben wir das gemacht mit K-Anonymität für einen Teil der Variablen und die Closeness für alle anderen Variablen. Da gab es auch so einen qualitativen Prozess, mit der man zu einer Einschätzung kommen kann, welche Variablen sind denn identifizierend und welche Variablen sind denn nicht identifizierend, aber sensibel. Gibt es einen ganz interessanten Prozess, das ist auch alles beschrieben. Das, glaube ich, wäre für mich so eine Kernmessage, wenn man sowas selber machen möchte. Zum einen, es muss kontextspezifisch sein. Ich denke, das ist klar geworden. Zum anderen aber Dokumentation ist König. Also ähnlich wie bei einer Datenschutzfolgenabschätzung oder bei eigentlich allem, was im Bereich Datenschutz so gemacht wird, braucht man nach Möglichkeit oder sollte man ein Dokument generieren, in dem klar dargelegt ist, welche Angriffsszenarien oder welche Risiken, Bedrohungen hat man berücksichtigt und wie hat man diesen begegnet. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste an dieser Stelle, zusätzlich natürlich zur eigentlichen Anonymisierung selbst. Und nachdem wir das dann implementiert hatten, haben wir auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, na, was macht das jetzt mit den Daten? Das ist ja ganz interessant, komme ich gleich nochmal dazu. Dazwischen zeige ich hier mal kurz den Datensatz, das ist das Schema. Man sieht, man hat ja so
demografische Parameter, Alter, Geschlecht, Zeitpunkt der Diagnose, durch welche Phasen der Patient oder die Patientin gegangen ist und ein paar Informationen zur Therapie in den verschiedenen Phasen und ob es zu weiteren Infektionen gekommen ist in den verschiedenen Phasen und am Ende auch, was der letzte bekannte Status dieses Patienten war. Ein relativ einfacher Datensatz, aber mit 17 Variablen und eben diesem medizinischen Hintergrund durchaus eine Herausforderung auch aus dem Anonymisierungskontext. Und das Interessante ist eben, dass viele dieser Anonymisierungsmethoden, habe ich ja auch gezeigt, mit dem Verweis immer auf Klassengrößen, sich irgendwie auf diesem Prinzip basieren, dass man Individuen in einer Gruppe von Individuen in der Menge versteckt, also dass es immer andere Individuen geben muss, deren Eigenschaften irgendwie sehr, sehr ähnlich oder sehr wenig verschieden sind. Und je mehr solche Individuen es gibt, umso höher ist der Schutz. Und das führt zu einem recht, sagen wir mal, kontraintuitiven Eigenschaft, nämlich je mehr Personen oder Patientinnen und Patienten in solchen Datensätzen abgebildet sind, umso einfacher lassen sie sich eigentlich unter Nutzung dieser Verfahren anonymisieren. Und genau das hat man hier bei diesem LEOS-Datenextrakt eben auch gesehen. Im Wesentlichen haben wir am Ende, weiterer Punkt, dieser Datensatz wird regelmäßig veröffentlicht. Auch das ist berücksichtigt worden. Das ist gar nicht einfach bei Anonymisierungsverfahren sicherzustellen, dass man nicht, wenn Daten mehrfach veröffentlicht werden, zum Beispiel durch einen Schnitt zwischen unterschiedlichen Veröffentlichungen, solche Anonymisierungsverfahren auch aushebeln kann. In dem Fall haben wir das eben auch mit berücksichtigt und im Wesentlichen basiert das Verfahren auf einer Generalisierung und dann Zurückhalten von Einträgen, die noch zu eindeutig sind. Und man sieht ganz am Anfang, waren das ungefähr 40% der Fälle, die in LEOS registriert waren, die eben nicht veröffentlicht werden konnten. Und diese Zahl ging dann aber relativ schnell raus und heute sind es fast alle Fälle. Und entsprechend reflektiert sich das auch in verschiedenen Statistiken, die man ableiten kann. Hier ist die Fallsterblichkeit dargestellt, wo man sieht, dass es am Anfang eine große Abweichung gegeben hat zwischen der Fallsterblichkeit berechnet auf den Originaldaten, wie sie im Register vorliegen, und versus den berechneten Daten, die da eben in anonymisierter Form veröffentlicht werden. Heutzutage gibt es da aber im Prinzip quasi keinen Unterschied mehr. Ähnliches sieht man in anderen Statistiken, hier deskriptiv für verschiedene Parameter dargestellt. Da muss man sehr genau hingucken, damit man diese kleineren Unterschiede zwischen diesen beiden Datensätzen finden kann. Und gleichzeitig erfüllt dieser veröffentlichte Datensatz eben sehr starke Schutzgarantien, entsprechend also Kanonymität in dem Fall und die Close, das mit durchaus sehr strikten Parametern. Man sieht es auch am Risiko. Hier ist nochmal so ein Risikoprofil. Man sieht eben, dass der Originaldatensatz insbesondere eben Einträge enthält, die wirklich ein Risiko von quasi die vollständig eindeutig sind. Das ist jetzt bezogen auf die Reidentifizierbarkeit, bei denen die Abschätzung fürs Risiko nicht kleiner gegeben werden kann als 100% und dass das eben im anonymisierten Datensatz deutlich geringer ist, liegt hier unter 10%. Da ist der Grenzwert 11 genutzt worden. Das ist so einer dieser Grenzwerte, der sich aus verschiedenen Gründen auch durchgesetzt hat. Genau, das wäre jetzt meine letzte Folie. Abschließend, wie gesagt, für den praktischen Einsatz ganz klar mein Tipp: dokumentieren, 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 strukturiert vorgehen, aus einer Risikoanalyse eben die entsprechenden Gegenmaßnahmen in der Anonymisierung ableiten. Und im Fall von LEOS haben wir eben diesen sehr strengen und formalen Mechanismus für diesen offenen Datensatz dann quasi modularisiert und im größeren Scientific Dataset aufgeteilt in weitere Schutzmechanismen, die sich dann auf diese 590, also dann 580, 585 anderen Variablen beziehen. Da ist es dann aber so, dass man natürlich aufgrund der Dimensionalität von so einem strikten, sehr strengen Vorgehen abweichen muss. Das werden dann eher so Daumenregeln, noch relativ machen von Datumsangaben, Kategorisieren von Werten, aber nicht immer mit einem Bezug zu einem formalen Schutzmodell im Hintergrund. Solche Daten lassen sich dann natürlich nur unter Zuhilfenahme weiterer Schutzmechanismen entsprechend weiter nutzen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und beantworte jetzt gerne in den nächsten Minuten Fragen.